Herzensgrüße vom 20. Juni 2025. Rache und Renaturierung. Hallo ihr Lieben. Es gibt Tage, an denen sich alles zeitgleich ereignet. Das Bittere wie das Schöne. Und man steht mittendrin zwischen Gewalt, Kunst, Fisch und Vertrauen. Ein Schuss für Yannick. Es begann mit einem Schock, der sich tief in meine Brust schob. Yannick, unser Yannick, der Beresino-Boy, war in Beresino hinterrücks erschossen worden, mitten am Auffanglager. Die Nachricht traf mich wie ein Schlag. Er war doch erst kürzlich feierlich in den Kreis der Beresino-Boys aufgenommen worden. Ein Neuanfang, eine kleine Flamme Hoffnung. Aber manchmal bedeutet Hoffnung auch endloses Leid, wie jemand mir mal gegenüber zynisch anmerkte. Hatte er recht? Yannick zu sehen, so kaltblütig ermordet am Ort unserer Zuflucht, dem Auffanglager in Beresino, das brach mir fast das Herz. Ich war zufällig in der Nähe, die DMR von Rob hatte ich noch auf dem Rücken. Eigentlich wollte ich sie Söder geben, aber ich war noch nicht dazu gekommen. Mir war, als hätte das Schicksal es so gefügt. Von oben blickte ich auf das Wohngebiet um unser Camp. Dann sah ich ihn. Eine Bewegung zwischen den Häusern, ein roter Rucksack, eindeutig Yannicks. Und die Silhouette eines Mannes, bewaffnet, vorsichtig schleichend, sich sicher wähnend. Es war kein Moment der Wut, kein Aufbäumen, nur ein stummes Begreifen, das ist er, der Mörder. Ich hob die DMR, zögerte, denn auch wenn ich wusste, was er getan hatte, es war dennoch ein Mensch, der da stand. Und ich war keine Richterin, keine Henkerin, ich war Samariterin, oder sollte es zumindest sein. Aber dann dachte ich an Yannick, an seine Fragen, seine Neugier, sein zaghaftes Lächeln, an den Moment, in dem er mit uns den Eid der Beresino-Boys abgenommen hatte und an den sinnlosen Tod. Ich drückte ab. Der Fremde fiel, der rote Rucksack sackte mit ihm zu Boden. Ich rannte hin, suchte nicht nach Genugtuung, sondern nach Antworten oder wenigstens einem Funken Frieden. Ich sicherte Yannicks Sachen, denn er hatte nicht verdient, sie zu verlieren, so feige, so brutal. Als ich alles zusammengetragen hatte, stand ich einen Moment lang schweigend da. War es Gerechtigkeit? Oder einfach nur ein weiterer Tod in einer endlosen Kette aus Gewalt? Ich wusste es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Aber ich verstand, ich konnte nicht einfach wegsehen. Und ich weiß, hätte er sich Yannicks Rucksack nicht genommen, wäre er nicht so gierig gewesen, hätte ich ihn bestimmt nicht entdeckt. Am Ende kam Yannick wieder von der Küste und war froh, seine Armbrust wieder zu haben. Aber er wirkte verändert. Tode machen dies. Als wir alles verstaut hatten, machte ich mich schweren Herzens auf, zurück nach Prigorodki. Die dunkle Spur der heiligen Früchte. Zurück am Camp in Prigorodki, Menschenfleisch im Zelt. Gebraten, gebacken. Und das roch nicht nach Notwehr, sondern nach Absicht. Ich dachte sofort an von Bausch und Nickel. Die beiden waren schon zuvor mit dem Glauben an Mortana aufgefallen, samt rituellen Früchten und vermutlich auch potenziell dunklen Praktiken. Ich tat, was getan werden musste. Ich gab dem Fleisch seine letzte Ruhe. Kaum war das erledigt, traf ich auf Greenies Tom, der mich besuchte. Ein kurzes Gespräch, dann der nächste Funkspruch aus Beresino. Ein Bambi mit VSD, ja wirklich, hatte auf den Ader des Juniors geschossen. Doch die Beresino-Boys stellten ihn und die Gefahr war abgewehrt. Und siehe da, etwas später erschienen Bruder Nickel und von Bausch am dortigen Camp und sprachen mit Yannick. Am Ende übergaben sie ihm einen schwarzen Gunther, vermutlich der den Beresino-Boys entwendet worden war zu Beginn der Season, und jede Menge Tomaten. Ich staunte nicht schlecht. Und als ich Bitwanted, den Junior, fragte, was in den Tomaten wohl drin sei, lachte er nur: Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist auf jeden Fall gut. Manchmal ist es besser, nicht alles zu wissen. Wissenschaft und Würmer. Moon war zurückgekehrt, ein alter Bekannter der letzten Season. Und in Prigorodki forschten er und ersetzbares Crewmitglied unterdessen an den kulinarischen Effekten von Wolfsfleisch. Moon blieb gesund. Söder, sagen wir, sie tat es für die Wissenschaft. Eine Salmonelleninfektion war der Preis. Ich hingegen begegnete etwas später Dümpelmeier, dem einzigen Mitglied des Angelclubs Chanarus. Er kam aus dem anderen Chanarus. Selbstverständlich gingen wir gemeinsam ans Wasser. Wir angelten, philosophierten, etwa darüber, wohin der Wurm eigentlich verschwindet, wenn man statt eines Fisches einen Kochtopf an der Angel hat,
Und Pinky stieß dazu. Er erinnerte uns daran, dass dies ein Naturschutzgebiet sei, doch wir versicherten ihm, wir fischten nur zur Renaturierung der Bambis. Jamet und Black Lion kamen ebenfalls später hinzu. Am Lagerfeuer fanden wir alle zusammen. Darkel war krank im Norden, aber wir unterstützten ihn über Funk. Keine Infektion, zum Glück. Black Lion traf später auf Viktor in Kamischowo. Und Silas? Der wurde wieder zur stillen Konstante, samt seiner Kunstwerke, Lagerfeuer und Fisch. Ein Abend, wie er inzwischen zur Gewohnheit geworden ist. Unser Gast schien es jedenfalls sehr zu genießen. Und auch wenn ich immer Angriffe fürchtete, so blieb es heute erstaunlich ruhig. Angriffe, Armbrüste und Kunstwerke. Nigo und sein Team wurden überfallen, doch sie wehrten den Angriff ab. Whisky kam mit Losel nach Prigorodki und schenkte mir eine weitere Armbrust. Nach kurzem Zögern gab ich sie an Silas weiter. Ich wusste nichts über ihn, las immer nur zwischen den Zeilen. Ja, er half. Ja, er war eine Konstante geworden. Silas, er, der aus dem Wald kam, der Erbetene, der Gewünschte. Und doch, ein Restzweifel blieb. Aber vielleicht tat ich ihm Unrecht und war nur skeptisch, weil er schwieg, während ich redete. Trotzdem fragte ich mich, würde er auf mich zielen? Doch dann besann ich mich zur Ruhe. Bisher hatte er nichts getan, was mein Vertrauen missbraucht hatte. Im Gegenteil, seine Taten sprachen bisher eine deutliche und offene Sprache. Er hatte seine BK einst ins Feuer geworfen und ich entschied mich, ihm zu vertrauen. Wir setzten unsere Teddys ans Lagerfeuer, symbolisch, für das, was war, für das, was bleibt. Philipp von Mischa tauchte auf, versorgte sich, ebenso wie Viktor, dem wir mit Codein halfen. Silas erschuf Kunstwerke in den Zelten aus Essen. Die Kunst des Essens nannte ich es. Es sollte wirklich mal eine Ausstellung dazu geben. Stille Besucher, stille Hoffnung. Spät in der Nacht war ich allein im Sumpf, als Held der Arbeit vorbeikam. Wirklich, so nannte er sich. Er sprach nicht, aber er schrieb. Ein stiller Besucher. Er nahm, was er brauchte, bedankte sich und verschwand. Keine Worte, aber ich verstand. Auch Nigos Heim war wieder sicher. Zumindest für den Moment. Zum Schluss? Zum Schluss weiß ich nur eins. Man kann vieles verlieren. Einen Freund, ein Auto, eine Illusion. Aber solange man gemeinsam fischen, grillen und über Nichtigkeiten philosophieren kann und einander zuhört, ist nicht alles verloren. In diesem Sinne, bleibt wachsam und bleibt am Leben. Gezeichnet, Herz aus Gold.